Mein Name ist Nikolaus Dinkel, ich bin 31 Jahre alt. Ab 30 sagt man, glaube ich, nicht mehr jung. Ursprünglich komme ich aus Paderborn, aber seit mittlerweile über 10, fast 11 Jahre in Berlin wohnt. Ich hatte das Privileg, dass ich mit Amateurtheater aufgewachsen bin. Ich stehe praktisch seit meiner Geburt auf der Theaterbühne. Dementsprechend hat mich Theater und Schauspiel mein ganzes Leben lang begleitet. Allerdings konnte ich mir damals noch nicht vorstellen, dass das wirklich ein Beruf ist. Schauspiel ist so irgendwie die einzige Konstante, die immer da war, in der dir nachgesagt wird, dass du gut bist, die dich immer zu begeistert hat. Mit 17, 18 war dann viel Musik. Ich habe in einer Punkband gesungen. Wir waren echt schlecht. Willkommen in Deutschland 2008. Deine Welt ist die Straße. Was hat dich so weit gebracht? Halt die Musik ist für mich elementar. Ich liebe einfach diese Spirit von Konzerten, von Festivals. Dieses Gefühl, nass geschwitzt, neben anderen nass geschwitzten Leuten zu stehen, gemeinsam das gleiche Lied betrunken falsch mitsingen und ja, so eine Eigenenergie zu haben. Das ist ein ganz eigener Zauber. Es gibt ein Lied, das heißt Nikolaus Dinkel Schauspieler. Weil aufgrund meines Berufes habe ich den Instagram-Namen nikolas.dinkel.schauspieler. Da meinte dann die Eli, ihres Zeichens ein Mitglied der Toten Cracker im Kofferraum und auch noch in ganz vielen anderen Bands aktiv, Nikolaus Dinkel Schauspieler, das hört sich so episch an, das braucht einen eigenen Song. Ich definiere mich als Mann selber als Feminist und zwar nicht erst seit der Geburt meiner kleinen Tochter, aber seitdem natürlich noch viel mehr, weil ich natürlich den Anspruch habe, meiner Tochter eine gerechte Welt und gerechte Entfaltungsmöglichkeiten mit auf den Weg zu geben. Ich habe eine ganz eigene Geschichte zu Thomas Hermanns, und zwar war ich im Jahr 2019 Kandidat bei der RTL-Show I Can See Your Voice, und dann habe ich halt einen für mich sehr persönlichen Song da als Lip-Sync performen dürfen, Numb von Linkin Park, und das war wohl sehr authentisch. So authentisch, dass Thomas Hermanns, der da in dieser Show, in dem Jurypanel mit drin sitzt, sagte: Entweder ist das der beste Schauspieler des Abends, Ja. das wollte ich sagen, Ja. oder er ist richtig. Ja. Und ja, laut Thomas Hermanns bin ich einer der besten Schauspieler. Wie ernst nehme ich mich selber? Auf einer Skala von 1 bis 10 0,5. Wenn man sich jetzt wirklich fragen würde, wie ernst ich mich nehme, müsste man sich nur mal meine Tattoos angucken. Also zum Teil habe ich sehr skurrile, lustige Tattoos und alle sagen, ja, du weißt schon, dass das dein Leben lang bleibt. Ja, so what? Also eins der coolsten Erlebnisse ist zum Beispiel, dass ich hier auf meinen Arm, ich zeig mal kurz, spontan mit einer Freundin eine Runde Tic-Tac-Toe gespielt. Ich habe gewonnen. Ja, leg dich nicht mit mir an. Ja, that's me.